zu Maffei an und für sich bin ich gekommen, weil ich so ab, ich glaube so 2000 oder sowas müsste das gewesen sein oder kurz vorher, zunächst in der Grönemeyer Crew und dann später in der Maffei Crew Babysitter für Colin Norfield gemacht habe. Und habe das Ganze dann irgendwie von Colin Norfield einfach übernommen, weil der halt immer wieder waren. Es war irgendwann einmal so der Punkt, wo die beiden Tourneen gleichzeitig draußen waren, also Maffei und Grönemeyer gleichzeitig draußen. Dann musste man sich das dann irgendwie aufteilen und so weiter. Und dann habe ich das Ganze halt irgendwann übernommen von ihm. So kam ich dazu. Ich habe ja dieses Jahr jetzt wieder Sven Waldheim als Systemmann dabei und das ist, glaube ich, auch eine geniale Entscheidung, weil der ist einfach super gut, der Beste seines Fachs, den ich jetzt so kenne. Und wir haben lange überlegt, was machen wir, weil wir ja relativ lange mit Meyer Sound unterwegs waren und sind eigentlich hergegangen und haben uns zusammen überlegt, was kommt für uns in Frage und haben uns dafür entschieden, dass wir dieses Mal tatsächlich auf L-Akustik umsteigen. Das einfach das geeignetere System ist. Das fängt an vom Gewicht, das ist die Größe, das ist der Frequenzgang, das ist Impulstreue, alles Mögliche. Es spielen eigentlich relativ viele Faktoren mit. Wir haben dann auch überlegt, sollen wir D&B nehmen, weil D&B mittlerweile halt auch so ein paar ganz geile Features hat. Und letztendlich sind wir bei L-Akustik deswegen gelandet, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe mit D&B tatsächlich noch nicht gearbeitet. Also ich habe noch keine Show gehabt, wo ich D&B hängen gehabt habe. Und da meinte Sven, naja, das ist ja dann Blödsinn, dann lass uns L-Akustik nehmen, weil das haben wir einfach im Griff dann auch. Ja, dann weiß man, wie es tut. Das war mein Wunsch. Ich habe irgendwann mal auf der Messe, klar, kriegst du irgendwann einmal mit und SSL, oh ja und schön und so. Habe dann irgendwann einmal in Köln mal 2 Tage mich damit beschäftigt, habe das eigentlich ganz klasse gefunden und habe tatsächlich irgendwann eine Show von den Common Linnets gesehen, wo übrigens auch einer, JB, der ist bei uns hier jetzt bei der Unplugged Tour dabei, haben wir von denen eine Show in Berlin angeschaut und stand drin und haben mir gedacht, wow, ist das ein geiler Sound, das klingt irgendwie analog, das ist irgendwie geil aufgelöst, hat mir total gut gefallen und da ist eine SSL-Konsole gestanden. Natürlich kommt es auch auf viele andere Parameter an. Was kommt von der Bühne angeflogen? Wer mischt's? Hat er irgendwie 1000 Plugins am Start? Wie auch immer. Aber ich fand es einfach irgendwie geil und habe mir gedacht, oh ja, ich würde das gerne ausprobieren. Ich würde gerne den Sprung mal machen von 48 Kilohertz, was ich vorher hatte, auf 96 Kilohertz. Einfach mal wieder ein paar Schritte weiter, ein paar Schritte nach vorne gehen. Das war jetzt nicht ganz schmerzlos, sage ich mal, aber wir haben es durchgezogen. Ja, das Outboard-Equipment, das steckt auch wieder in einem wunderschönen Klassiker drin, und zwar in meinem Universal Audio Rack. Das Apollo, da habe ich einige Plugins drinnen und mache von allen Dingen meine ganzen Reverb-Sachen drüber, also ganzen Hallgeschichten. Habe in 2 Kanälen so eine Manley Voxbox dann drinnen. Die ist hier als Hardware auch noch vorhanden. Allerdings, ich habe mir so einen AB-Vergleich gemacht, habe festgestellt, oh, das Universal Audio Plugin klingt genauso wie die richtige Voxbox, nur mit dem Unterschied, die richtige Voxbox rauscht wie die Hölle. Die kannst du echt nicht hernehmen. Also es war wirklich so, wir haben irgendwie so den ersten Showtag, ja, das war so während den Proben noch, und Sven steht so irgendwann mal da und sagt, was rauscht eigentlich hier? Und ich dann so, ich glaube, ich weiß, was es ist, und habe so Kanal ausgemacht. Ja, die rauscht einfach. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann nimmst du das Plugin jetzt her und es klingt genauso gut, verrichtet seinen Dienst, super, alles gut. Dann ansonsten habe ich tatsächlich kein Outboard-Equipment mehr. Wie gesagt, die Voxbox hier im Rack ist aus. Drunter sieht man von SSL eine Stagebox. Ich habe insgesamt 4 so 32-Kanal-Einheiten dabei, davon sind 3 an der Bühne. 332, ja genau. Eine habe ich hier, damit ich einfach das Apollo-Teil, was ja analog arbeitet, muss ja irgendwie gewandelt werden, muss ich irgendwie ins Pult reinkriegen. Das heißt, auf der Rückseite sieht man dann, das Ding ist komplett durchverkabelt. Ich habe das im Prinzip so als Local Rack hier. Die Konsole selber, meine SSL, das war so ein relativ lustiger, die ersten Tage waren sehr lustig, so muss ich sagen. Also Lars Lüdemann war mit dabei, hat mir da so wirklich auf die Sprünge geholfen, weil die ganze Philosophie von der Konsole ist komplett anders.
wie das, was ich vorher hatte. Ich habe ja vorher mit VE6 gearbeitet und da muss man halt wirklich umdenken bei dem Teil. Man muss komplett andere, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Du hast natürlich auch hier wieder, wie bei allen anderen Konsolen, auch irgendwie verschiedene Layer, durch die du durchgehen kannst. Aber es geht schon mal damit los, dass es weniger Felder auf der Oberfläche sind. Bei VE6 habe ich halt irgendwie 48 Felder. Hier sind es deutlich weniger, dafür 2 Bänke und dann musst du dir das Ganze halt irgendwie anders organisieren von der ganzen Arbeitsweise. Und was ich gemacht habe, was man sieht, schwenkt mal hier rüber. Kommen Sie mal einen Schritt näher, junger Mann, bitteschön. Ja, gut. Ich habe hier irgendwie meine Hauptvocals hier und den Rest tatsächlich als VCAs und rufe mir die einzelnen Kanäle, die in den VCAs sind, immer über eine Query-Funktion hier auf die Seite rüber auf. Und das ist halt jetzt mal so eine Arbeitsweise, die ich jetzt hier hernehme. Die ist vielleicht jetzt auch nicht optimal, aber geht gut. Ich finde, das Ding klingt schön, macht das, was ich erwartet habe. Das heißt, macht eine schöne Tiefenstaffelung, löst gut auf, hat total geilen EQ und so sehr, sehr viele Sachen drinnen, so auch so von den ganzen Dynamiksektionen, die ich wirklich schön finde. Also bin begeistert, muss ich sagen.